Ja, hört sich ja soweit alles gut an. Der kollektive Aufstieg, die Weiterentwicklung der Menschheit und ja, wir haben ein verdammt geiles Zeitalter erwischt, um auf der Erde zu sein, um hier mitzumachen, um diese Erfahrung machen zu können. Ich glaube, so ein spannendes Zeitalter wie jetzt gab es fast noch nicht. Und ja, so habe ich es mir auch sagen lassen, so sieht es auch aus. Wir haben uns hier so eine Art sehr, sehr beliebtes Ticket gesichert, um hier mitzumachen, um uns das anzuschauen, wie sich die Menschheit von diesem normal weltlichen Zeitalter in die nächste Ebene katapultiert. Um bei diesem Prozess, besser gesagt bei dem Start dieses Prozesses mit dabei zu sein. Und das ist so eine verdammt spannende Erfahrung und eigentlich können wir dafür jeden Tag dankbar sein. Aber, jetzt das Aber, wir schauen uns jetzt mal an, wie läuft das ab? Was steckt jetzt gerade dahinter und was passiert eigentlich? Um das zu beantworten, müssen wir 80 Jahre zurückgehen. Wir machen einen kleinen Geschichtssprung. Es gibt gewisse Zyklen, die in der Menschheitsgeschichte sich immer und immer wieder wiederholen. Egal ob jetzt das neue Zeitalter kommt oder nicht, diese Zeitzyklen, die wir da haben, wiederholen sich immer und immer wieder. Und zwar ist damit gemeint, dass es so eine Art lichtvolle Periode gibt und dann gibt es eine dunkle Periode. Bedeutet lichtdominant oder dunkeldominant. Normalerweise sollte ja da und ist auch da so eine gewisse Balance da, aber es gibt dann so Zeitalter, da braucht es dann mehr Licht und es gibt Zeitalter, da braucht es mehr Dunkelheit. Was jetzt im Moment verkauft wird, dir und allen anderen in der Öffentlichkeit ist, dass wir uns auf das lichtvolle, tollste Zeitalter hinbewegen. Stimmt auch, aber um dahin zu kommen und auf dem Weg dahin sind wir im Moment in einem dunklen Zeitalter. Und das sage ich dir jetzt nicht, um irgendwem hier Sorgen zu machen, Angst zu machen. Es ist einfach so, wie es ist. Und es wird gebraucht und es ist auch gut so, wie es ist. Um dir das nochmal zu verdeutlichen, vor 80 Jahren, so als der Zweite Weltkrieg war und alle Waffen in der Hand hatten und sich gegenseitig umbringen wollten, war der letzte Switch, war der letzte Wechsel von dieser dunklen Periode zur hellen. Das bedeutet, die letzten 80 Jahre hatten wir eine Periode des Lichts. Und seit letztem November, Ende, Mitte November ungefähr, war der nächste Switch nach diesen 80 Jahren Lichtzeitalter ins dunkle Zeitalter. Ich denke mal, jedem, der sich spirituell ein bisschen damit beschäftigt hat, so ein bisschen reingeguckt hat, reingefühlt hat, weiß, dass dieses Dunkle so die Zerstörung und die Transformation auch bedeutet und dieses Helle, diesen Aufbau und dieses Licht ins Dunkle bringen, die ganzen typischen Dinge, die dir jetzt wahrscheinlich einfallen. Das bedeutet, dass natürlich, wenn ein dunkles Zeitalter ist, wie wir es jetzt seit letztem November haben, dafür da ist, etwas zu zerstören, etwas zu transformieren. Und damit ist in diesem Fall hier gemeint, und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir in diesem Zeitalter sind, dass die ganzen alten Wertesysteme, die ganzen Strukturen, die ganzen Umstände und die ganzen gesellschaftlichen Bilder, Rollen und die ganzen ego-behafteten, vergangenheitsbehafteten Persönlichkeiten, die wir gerade haben, transformiert werden müssen oder besser gesagt zerstört werden müssen. Denn alle reden über die neue Erde, über die neue Welt und die neue Menschheit, die entsteht. Und ja, die wird es geben. Das will ich damit hier auch bestätigen. Aber überleg mal für dich, fühl dich da mal rein, was ist nötig, damit das entsteht? Was muss davor weichen? Was muss davor transformiert werden? Was muss davor zerstört werden? Ich will dir jetzt ein paar Tipps geben, die ich bekommen habe, wie man mit diesem neuen Zeitalter umgeht und was es mit den Leuten gerade macht. Ganz wichtig ist, halte dich raus.
schaue dir diese ganzen Nachrichten, die ganzen Dinge, die da kommen werden und die schon gerade passieren, nicht mehr an. Entzieh dich dem. Zieh dich in deine Welt zurück, in dein Inneres, in dein wahres Sein. Distanziere dich da von diesen ganzen politischen, religiösen, menschlichen Unruhen, die im Außen stattfinden. Bleib bei dir selbst. Und ja, das ist viel leichter gesagt als getan. Mir selbst fällt es auch verdammt schwer teilweise noch. Aber das ist so ein Schlüssel, um damit klarzukommen. Mit den Dingen, die passieren werden. Mit der Zerstörung, mit dem Ganzen, was gebraucht wird, um in dieses neue Zeitalter zu kommen. Daher komme ich auch zum zweiten Tipp. Wehre dich nicht dagegen, geh mit diesem Fluss mit, geh mit dieser Energie mit, die gerade stattfindet. Damit ist nicht gemeint, dass du mitmachen sollst bei der Zerstörung und bei dem Ganzen, aber dass du dich auch nicht dagegen wehrst und jetzt so dir alles anschaust und es so in dein Inneres lässt und dich davon so innerlich kaputt machen lässt. Das raubt dir ganz, ganz viel Energie, wenn du das mit dir machen lässt. So ein weiterer Punkt ist, halte dich eben aus Politik raus. Politik ist ein Pendel, was immer noch sehr stark am Schwingen ist. Und es hat auch seine Berechtigung. Und es ist auch ein sehr, sehr mächtiges Pendel. Mächtiger mittlerweile wie das Pendel der Religion. Das heißt, es schwingt und es schwingt und es schwingt und es schwingt halt noch relativ stark. Heißt aber eben nicht mitmachen. Heißt eher raushalten. Lass es schwingen. Da machen genug Leute mit. Lass es sich langsam Stück für Stück auspendeln. Wird dauern, aber lass es zu. Nächster Punkt, wie du es gerade schon vielleicht rausgehört hast, ist Religion. Halte dich da so ein bisschen raus. Vorsicht, das hat nichts mit Glauben zu tun. Glaube ist, jeder darf glauben, was er will. Darum geht es gerade nicht. Es geht um diese institutionelle, religiösen Gemeinschaften. Ich werde jetzt nicht mal die Namen nennen, um keine dieser Pendel anzustupsen. Aber du weißt, was ich meine. Glaube ja, Religion halte dich davon fern. Schwingt ebenfalls noch, schwingt langsam aus. Zumindest wurde es mir so gezeigt. Guck, was du da wahrnimmst. Fühl dich da auch gerne rein. Also halte dich da, wenn es geht, aus allem raus. Das ist zumindest der Tipp. Schaue nicht, wie du die Welt im Moment viel besser machen kannst. Das hört sich hart an. Aber im Moment braucht es diese Dunkelheit. Es braucht diese Essenz der Zerstörung, diese Essenz diese Erfahrung zu machen, damit die Menschheit aus diesem Ego-Zustand, aus diesem ego-behafteten Dasein befreit werden kann, muss es erst einmal gezeigt werden. Es muss sich selbst offenbaren und dabei sind wir gerade schon ganz, ganz stark im Tun. Es passiert gerade schon. Diese Transformationsenergie, diese Schwingungserhöhung, die wir haben, dient diesem Aufschwung, dient diesem Offenlegen. Da kommen ganz, ganz viele Sachen ans Licht, die davor nicht ans Licht gekommen sind. Diese ganzen öffentlichen Strukturen, aber auch diese energetischen Strukturen. Auch noch ganz wichtiger Punkt ist, keine Zukunftsvorhersagen. Da tue ich selbst gerade schon ein bisschen mit dieser Regel spielen, weil ich schon ein paar Sachen gerade gesagt habe, die in diese Richtung gehen. Aber keine Zukunftsvorhersagen. Warum? Diese energetische Welt, diese feinstoffliche Welt arbeitet unaufhörlich im Moment an dieser Weiterentwicklung der Menschheit. Und Leute, die jetzt Zukunftsvorhersagen machen, machen da Probleme. Wieso? Ich sage dir jetzt vielleicht eine Zukunft als Beispiel, dass das und das passiert. In dem Moment, wo es dann Leute anschauen und daran glauben, dass es so passiert, muss die energetisch-geistige Welt dagegen arbeiten. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Zukunft angucke und sie mit dir teile, ist sie so. Sobald du sie angeschaut hast und sich andere sie angeschaut haben,
ist sie schon wieder anders, weil dagegen gearbeitet werden muss. Und das heißt, die Pläne, wo da im Hintergrund laufen, die wichtig sind, ausgeführt zu werden, werden dadurch behindert, dass Leute die ganze Zeit Zukunftsvorhersagen machen. Das macht denen da oben die Arbeit schwer und macht somit auch unsere Weiterentwicklung schwierig. Und um ehrlich zu sein, was bringt es uns, die Zukunft zu kennen in dem Fall? Wenn sie sich in dem Moment, wo man sie vorhersagt, gleich wieder ändert. Der nächste Punkt ist Verschwörungstheorien. Damit ist auch gemeint, teile sie nicht. Wenn du selbst Videos machst, selbst Content postest oder teilst, hör auf damit. Das hat den gleichen Grund wie bei Zukunftsvorhersagen, weil es die Arbeit schwierig macht. Indem du Verschwörungstheorien teilst, selbst wenn sie wahr sind, muss dagegen gearbeitet werden. Das bedeutet, dass wir uns oder den da oben selbst wieder Arbeit machen. Wir behindern unser eigenes Vorankommen in dem Moment. Allein schon, damit es einem besser geht. Politik, Religion, Verschwörungstheorien und Zukunftsaussichten, eigentlich alles nicht so wichtig. Und behindert dieses Vorankommen des kollektiven Erwachens und des kollektiven Fortschritts. Dieser Fortschritt, der nämlich gerade stattfindet, ist nicht umkehrbar, er ist nicht aufhaltbar. Wir haben zwei Optionen, wie das Ganze abläuft. Die eine ist, wir schaffen es, die andere, wir schaffen es nicht. Wenn wir es nicht schaffen, wird weiter versucht, wird weiter versucht, wird weiter versucht. Doch je länger das dauert und je mehr sich die Menschen dagegen wehren, gegen das, was ist und gegen das, was passiert, desto mehr Leid erzeugen wir. Nicht nur in unserem Innern, sondern auch im Außen. Also egal, was da passiert, das ist die wichtigste Botschaft. Es ist genauso, wie es sein soll. Es ist genauso gut, wie es ist. Egal welche Umstände, egal was passiert da draußen, spielt für dich in deinem Innern und für dein Sein vor allem zum einen keine Rolle, zum anderen braucht es genau das. Wenn diese Zerstörung passiert, das Alte aufgelöst wird, transformiert wird, dann braucht es dafür diese Kräfte. Versuche dann mit dir selbst immer mehr im Einklang zu sein und mit diesem großen Plan oder mit diesem großen Ganzen, was dahinter wirkt und was da mit in Resonanz geht, was gerade so die aktuelle Zeitqualität halt mit sich bringt, mit dieser Schwingungserhöhung und mit diesen ganzen Prozessen, von denen wir es gerade hatten. Auch ganz wichtig ist noch zu erwähnen, dass halt die ganzen Leute, die jetzt die letzten Jahre und die letzten Jahrzehnte in diesem spirituellen Wirkungsfeld, in diesem kollektiven System drin waren und dieses ganze, sagen wir mal aus unserer Sicht, Negative, dieses Dunkle ignoriert haben, sich also nur auf die lichtvollen und gut anhörenden Dinge fokussiert haben, die haben jetzt eine verdammt harte Zeit vor sich, weil die haben dadurch, dass sie das gemacht haben, nie genauer hingeschaut, sich nie mit diesen Schattenseiten beschäftigt, die es da noch gab und die es ans Licht zu bringen gab, bei sich selbst und im Kollektiv. Und die Leute, wo halt jetzt gerade sich damit besonders viel beschäftigt haben oder halt dieser, sagen wir mal, dunklen Seite sehr dienlich sind, haben jetzt gerade eine sehr angenehme Zeit, eine sehr gute Zeit vor sich. Ich weiß, da sträubt sich alles dagegen, wenn ich sowas sage bei dir. Bei mir selbst auch, selbst wenn ich darüber rede. Aber wichtig zu verstehen, vielleicht hilft es nämlich dem einen oder anderen, der denkt, irgendwie fühlt sich jetzt gerade alles so schwer an und da sträubt sich ganz viel in mir. Diese ganzen Widerstände kommen hoch, die ich die ganzen Jahre, die ganzen letzten Monate, Jahre nicht angeguckt habe. Die kommen nämlich jetzt alle hoch. Alles kommt ans Licht. Alles wird angeschaut und alles muss angeguckt werden, damit man da wieder im Einklang ist, damit es einem wieder gut geht. Also am besten Fall halt dich da raus, bleib neutral, so gut wie es geht. Und fokussiere dich auf dich selbst, dass es dir selbst gut geht, was du in deinem Umfeld machen kannst
und nicht so dieses kollektive, wir müssen jetzt die Welt retten. Das tut nämlich im Moment und wird auch in der Zukunft wehtun. Bis es nämlich soweit ist und dieser Impuls dann wieder kommt, jetzt ist die Zeit aufzubauen, jetzt ist die Zeit, was zu tun. Und fühl dich mal rein, die ganzen Leute, die jetzt in der Öffentlichkeit stehen und die du dir vielleicht anschaust. Warum redet darüber niemand? Warum, kann ich dir relativ leicht sagen. Es hat mit Ego zu tun. Niemand will das hören. Niemand hat Bock zu hören, dass die nächsten Jahre vielleicht nicht so einfach werden. Dass dieses große, lichtvolle Transformieren der Menschheit kein Kinderspiel wird und dass wir halt verdammt harte Zeiten haben, wo wir durch müssen. Wo es verdammt krasse Sachen gibt, die einen schockieren, die vielleicht auch wehtun, wo man sich gar nicht anschauen möchte. Aber genau darum geht es, genau das braucht es, um dieses Ego, was zerstört werden muss, aufzulösen, wegzumachen und sich davon zu befreien. Deswegen müssen wir aufhören, in diesem Schwarz-Weiß zu denken. Das ist lichtvoll, das ist dunkel und dunkel böse und lichtvoll gut. Brauchen wir nicht mehr. Oder besser gesagt, müssen wir aufhören, in unserem Inneren diesen inneren Konflikt zu schüren und uns selbst damit weh zu tun. Und ja, das hört sich krass an, das hört sich so an wie etwas, was man nicht möchte. Und so meine ich das gar nicht, auch wenn sie es jetzt so anhört. Das ist verdammt gut, was jetzt passiert. Verdammt wichtig. Es braucht diesen Prozess, um da rauszukommen. Und deshalb müssen wir aufhören, uns dagegen zu wehren. Fühl dich da rein, schau, was es mit dir macht und lass es mich gerne wissen.